Das ist jetzt ein In-Pad mit 70 In und Petfoot Back für die nächsten 2 Jahre. Okay, aber du spielst doch gar nicht mehr. Wie kannst du das dann haben? Ganz ehrlich, ich habe überlegt, ob ich meine Pets verkaufen sollte. Also die Auswirkungen der neuen Pet-Massenzucht und so, die werden ja noch ein bisschen dauern, aber eigentlich das Einzige, was dem im Weg steht, ist der Markt bald voller geiler Pets ist, die dann wahrscheinlich auch relativ günstig sind, ist Zeit. Es muss einfach nur Zeit vergehen. Also ein halbes Jahr vielleicht. So in Flive. Also für mich ist ein halbes Jahr jetzt nicht so viel, weil ich meine, die Zeit geht rum. So schnell guckst du gar nicht. Und plötzlich siehst du an jeder Ecke 1, 2, 3, 4, 5 Pets. Und meine Pets sind ja in Anführungszeichen nur 1, 2, 3, 4, 5. Die A-Level sind nicht erwähnenswert. Und ich habe für die Pets auch relativ viel Geld bezahlt. 1 Milliarde für das eine und 2 Milliarden für das andere. Und man wird sich halt wahrscheinlich in der Zukunft wesentlich geilere Pets für weniger Geld kaufen können. Also, gut, weniger als 2 Milliarden nicht, aber halt Inflation rausgerechnet, dann halt schon. Weiß nicht. Also es könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, noch sein Pet zu... Also wahrscheinlich ist es jetzt schon zu spät. Wahrscheinlich kriegt man jetzt schon noch Trash-Offer. Aber... Ja, keine Ahnung. Also zumindest mein Int-Pet könnte ich verkaufen, theoretisch. Weil das brauche ich eigentlich überhaupt nicht und das ist auch voll scheiße. Es gibt 27 Int. Obwohl es 1, 2, 3, 4, 5 ist, gibt es nur 27 fucking Int. Das ist so bad. Die Krabbe ist nicht schlecht. 24 Crit Damage. Ich meine, damit kann man schon ein bisschen was anfangen. Ist aber auch nicht wirklich gut. Aber ja, keine Ahnung. Der Fuchs war eine heftige Fehlinvestition. Zum Glück habe ich den noch nicht gererollt. Also ich sage mal so, wenn ich ein wirklich perfektes Pet hätte, würde ich es wahrscheinlich behalten und einfach sagen, scheiß drauf. Aber ich glaube, sobald ich ein nicht ganz perfektes Pet hätte, würde ich es wahrscheinlich verkaufen. Wenn es richtig krass ist. Weil wenn du jetzt wirklich so ein Pet hast, 1, 2, keine Ahnung, 3, 3, 5, 6, 8 oder so, also ist ja schon krass, aber halt doch nicht ganz perfekt. Also von solchen Pets wird es definitiv in der Zukunft deutlich mehr geben. Jetzt auch nicht massenhaft mehr auf einen Schlag, aber wie gesagt, wenn man den Ganzen mal so ein halbes Jahr Zeit gibt oder so. Also ist natürlich auch die Frage, ob die Leute es wirklich durchziehen. Muss man halt abwarten. Wenn der Markt zu schnell einbricht mit den Reroll-Pets, dann könnte es sein, dass doch einige wieder aufhören mit dem Züchten über die Häuser, weil es dann doch nicht so sehr lohnt. Aber ich glaube schon, also wenn schon, es reicht eigentlich schon, wenn es so 3, 4 Leute wirklich ernsthaft durchziehen, so wie sie es gesagt haben. So wirklich so mit 40 Häusern oder so. Oder 20, irgendwas zwischen 10 und 40 Häusern oder so. Dann werden da so viele Pets entstehen, dass das schon reichen wird. Um die Preise zu zerstören. Und ich meine, so schwer ist es ja eigentlich auch nicht. Weil wie schon gesagt, das Pet muss ja nicht ganz perfekt sein. Vor allem die ersten Level sind ja wirklich fast irrelevant. Dann geht das Pet halt 1, 1, 2. Also beide am Ende eine 6 und eine 8 oder so stehen. Oder eine 5 und eine 8. Oder vielleicht sogar eine 4 und eine 9 oder so. Dann ist das Pet rein aus praktischen Gründen. Also wenn ich jetzt halt einfach ein Pet mit 35 Crit Damage will. Und das Pet hat dann die 35. Dann juckt es ja eigentlich auch kein mehr, dass es nicht ganz perfekt gelevelt ist. Und von solchen Pets wird es definitiv viele geben. Also wenn du 100 Pets züchtet, muss ja mindestens eins dabei sein, das ja, halbwegs gut ist. Also es werden höchstwahrscheinlich mehr als 1 sein bei 100 Stück. Also da werden die wenigsten da 1, 1, 1, 1, 1 werden. Sicherlich viele, die schlecht sind, mit 2ern und 3ern und so, die du für nichts wirklich brauchen kannst. Außer vielleicht ein HP-Pad könnte dabei sein. Oder noch mit rausspringen, wo man noch halbwegs was mit anfangen kann. Aber alles außer HP-Pad, wenn es nicht gut gelevelt ist, ist wirklich Trash. Aber wie gesagt, mit genug Geduld, mit genügend Pads und wenn genügend Leute das machen, dann ist das nur eine Frage der Zeit. Also wenn man da extrem viel Geld jetzt gerade in Pads angelegt hat, die man nicht unbedingt braucht, könnte man schon überlegen, ob man sie verkauft.
Muss mal gucken, ich kann ja mein Pet mal zum Verkauf stellen. Mein Fuchs. Also ist jetzt schon kommen, dass da nur Trash-Offer kommen werden. Wie viele NPCs kosten AO8? Der 7-Tage-NPC kostet 63 F-Coin und der 15-Tage-NPC kostet 130. Das Haus kostet 100 Mio, falls du keins hast. Und das war's. Du brauchst halt ein Pet, das du in dein NPC packst. Du brauchst kein Pet Candy und dann musst du einfach nur warten. Du brauchst einen NPC, das Haus, und der NPC ist wirklich mit Abstand das günstigste an der ganzen Sache. Was eigentlich ein bisschen witzlos ist. Weil der ist ja die Schlüsselfigur eigentlich in dem Ganzen. Das Haus musst du einmal kaufen, fertig. Pets an für sich gibt's wie Sand am Meer. Oder kann man halt schlüpfen, züchten, wie auch immer. Es ist nichts wirklich Seltenes, ein Pet. Und du brauchst ja auch keine guten Pets. Es können ja absolute 0815 Pets sein, ist ja egal. Also in erster Linie züchtest du ja Reroll-Pets, kann man sagen. Und in zweiter Linie hoffst du halt drauf, dass ab und zu mal ein Pet geil gelevelt wird oder ansatzweise gut gelevelt wird. Und dann hast du halt nicht ein Reroll-Pet, sondern hast halt ein Pet, das du halt auch noch ganz gut verkaufen kannst für wesentlich mehr als ein Reroll-Pet. Das doppelte, dreifache. Wie gesagt, wenn bei 100 Pets, wenn da 5 Pets dabei sind, die du fürs Dreifache verkaufen kannst, dann hast du ja mit diesen 3 Pets wiederum noch ultra viel mehr Gewinn gemacht, als wenn es normale Reroll-Pets geworden wären. Muss man online sein, damit das geht? Wenn das so wäre, wäre es absolut Trash. Nein, muss man nicht. Muss man nicht. Sonst wäre es ja übelst der Müll. Der füttert einfach alle 2 Stunden dein Pet. Egal, wo du bist. 2 bis... Naja, okay, das mit 2 Stunden war Schwachsinn. In dem einen Beispiel. Ich denke, waren 2 Stunden wegen dem einen Screenshot. Aber es kommt auf die Stufe an. Aber auf jeden Fall füttert der dein Pet, während du offline bist. Machst jetzt einen 12. Dachte ich mir, dass dir das gefällt. Also ich meine, das ist schon verlockend. Also ich bin tatsächlich jeden Tag, bin ich wieder überlegen, ob ich es nicht auch machen sollte. Aber ich habe da irgendwie... Eigentlich habe ich da nicht wirklich Bock drauf, mich darum zu kümmern. Aber... Keine Ahnung. Apropos, du musst immer noch reinklicken, wechselt nicht von alleine. Ja, aber die haben doch in der Patch-Note gesagt, oder? Ich dachte, das haben die gepatcht. Der mit den 40 Häusern hat kein Leben mehr. Also, ja, aber das ergibt doch keinen Sinn. Bist du dir wirklich sicher, dass es so ist? Was hat sich dann durch den Patch geändert? Was haben die dann gepatcht, wenn es nicht das war? Ja, aber es geht immer noch nicht. Oder du musst einen neuen NPC aufstellen. Du hast einen NPC ja vor dem Patch schon stehen gehabt, oder? Vielleicht funktioniert das erst, wenn du einen komplett neuen NPC aufstellst. Also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber vielleicht, weiß auch nicht.